Der Zusammenbau des Zinkenfräsgeräts ist ein Kinderspiel. Hallo, ich bin Honza von IGM und in diesem Video werden wir die Zinkenfräsgeräte FD300 und FD600 zusammenbauen. Da es zwischen den beiden Vorrichtungen nur geringfügige Unterschiede gibt, werden wir den Zusammenbau der breiteren Version mit der Bezeichnung FD600 praktisch demonstrieren und ich werde immer auf Unterschiede zum FD300 hinweisen. Lasst uns gemeinsam durchgehen, was bei der Vorrichtung enthalten ist. Beim Öffnen der Verpackung sehen wir als erstes das Handbuch, in dem wir natürlich sowohl Anleitungen zum Aufbau als auch zum Arbeiten mit dem Produkt an sich finden, die wir auch zeigen, allerdings erst im nächsten Video. Beim Öffnen der inneren Kartonverpackung sehen wir bereits alles, was zur Montage benötigt wird. Alle Komponenten sind im Gehäuse der Vorrichtung untergebracht. Wie zwei Unterlegscheiben, die bereits ab Werk mit einer Schraube und einer Federscheibe ausgestattet sind, die zur Arretierung der Platten der Schiebeanschläge dienen. Diese Unterlegscheiben sind nur Teil des FD600, beim FD300 sind sie nicht zu finden. 6 Kontrollschrauben, für den FD300 gibt es nur 4 Stück. Beutel mit komplettem Verbindungsmaterial inklusive Werkzeug und Kopierring. Zu beiden Vorrichtungen gehört ein Schwalbenschwanzfräser für eine halbverdeckte Schwalbenschwanzverbindung. Klammern, mit denen das Material am Gehäuse der Vorrichtung und an der Schablone befestigt wird, die als Führung bei der Herstellung einer halbverdeckten Schwalbenschwanzverbindung dient. Kommen wir nun zum Zusammenbauen. Zuerst packen wir den Inhalt des Beutels aus. Wir suchen die M6x40 Schraube und schrauben diese mit einem Inbusschlüssel in die entsprechenden Löcher hier an den Kanten der Vorrichtung. Schraubt die Mutter auf die Schraube. Diese befindet sich in einer kleineren Tüte und ist daran zu erkennen, dass sie mit einem Gummiband versehen ist. Das verhindert, dass sie sich bei Vibrationen beim Arbeiten mit dem Werkzeug löst. Anschließend legen wir eine Unterlegscheibe auf die Schraube und schrauben die Steuerflügelmutter ein. Wiederholt diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Jetzt beginnen wir mit der Montage der Anschläge, die wir während der Arbeit verwenden werden, wenn wir eine Überlappung definieren. Schiebt zunächst den Anschlag zwischen die bereits ab Werk montierten Halterungen. Diese Anschläge sind links und rechts. Diese Anschläge gibt es nur im FD600. Sie müssen so eingesetzt werden, dass die Löcher für die Anschläge näher an der Körpermitte liegen. Anschließend die Druckscheiben einsetzen und mit der Steuermutter sichern. Jetzt müsst ihr nur noch die Anschläge mit Schrauben in die Löcher der Platten schrauben, immer in das Loch, das näher an der Mitte des Schablonenkörpers liegt. Wir drehen den Körper der Schablone und stecken die Gummifüße von unten in die Löcher. Im nächsten Schritt werden die Schablonenhalter mittels Schrauben an der Schablone festgeschraubt. Nach dem Anbringen beider Halter legt ihr die Schablone in die bereits vorbereiteten Schrauben und sichert sie mit einer Flügelmutter. Der letzte Punkt, der uns bei der Montage erwartet, ist das Anbringen der Druckstücke, mit denen das Werkstück am Körper der Vorrichtung befestigt wird. Nun, wir haben es zusammengebaut und das Einzige, was noch übrig ist, ist das Montagewerkzeug. 4 Schrauben, mit denen das Werkzeug am Ponton befestigt werden kann, sowie der Kopierring und der Fräser, den wir im nächsten Video verwenden werden, indem wir den Aufbau und die Arbeit mit der Vorrichtung zeigen und versuchen werden, etwas herzustellen. Ich hoffe, dass euch diese Anleitung beim Zusammenbau des Produkts geholfen hat. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese gern unten in den Kommentaren stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und Abonnieren unseres Kanals und beim nächsten Mal für das nächste Video. Ciao!